Guten Abend, liebe Leute, und ein herzliches Willkommen zu diesem, kleinen Mini-Vlog hier an der Stelle. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich diese Woche krank gewesen bin und dass ich deshalb so gut wie gar nicht dazu gekommen bin, in irgendeiner Weise viel für euch zu filmen. Ich habe natürlich trotzdem versucht, im Haus so weit wie möglich voranzukommen im Rahmen meiner beschränkten Möglichkeiten. Allerdings ist es mir sehr schwer gefallen, da ich ja sehr mit Schwäche zu kämpfen hatte und wahnsinnige Kopfschmerzen und was man halt so kennt, also die typischen Grippesymptome, so mit Gliederschmerzen und ja, so ist es mir praktisch fast die ganze Woche gegangen. Das gegen Ende der Woche, so am Donnerstagabend, Freitagmorgen, ging es mir dann so ganz langsam, aber sicher besser. Aber ja, so wirklich in Vloglaune war ich dann zu dem Zeitpunkt auch noch nicht und deshalb habe ich mir einfach gedacht, ich gestalte das diese Woche so in dem Stil, wie ihr das jetzt gerade seht, so ein bisschen einen auf entspannt und wir schauen uns ganz entspannt und gemütlich hier mal die Fortschritte der Woche an. Ihr könnt ja schon sehen, Schwiegervater war wieder unglaublich fleißig und hat wieder alles gegeben dort im Flur. Wir haben es endlich geschafft, die Blümchentapete zumindest bis ins Untergeschoss runterzuziehen. Und ja, das ist einfach fantastisch geworden. Das sieht so gut aus. Mit den braunen Akzenten, mit der Treppe, mit dem Holz. Auch die Türen im Hellelfenbein und ja, einfach alles ist sehr gut zusammen. Also man findet im Prinzip alle Farben, die man auf der Tapete hat, auch irgendwo im Haus wieder, bis auf natürlich das Gelb. Aber das Gelb kann man zum Beispiel in dem warmen Ton der Lampen wiederfinden und auch unten an der Treppe, wo der Schwiegervater die LED-Spots eingebaut hat, da kann man dann sich auch einen schönen Gelbton reinmachen und dann passt das super zusammen. Ja, natürlich hier an der Stelle gerade die Tapeten dran, da muss natürlich sofort auch die Lampe dorthin. Ihr habt es vielleicht auch gesehen in einer Sequenz kurz zuvor, dass die Lampe, die dort vorher provisorisch dran war, schon irgendwie einen kleinen Schaden hatte, einen kleinen Wackelkontakt oder beziehungsweise die LED-Leuchtmittel, die sich dort drin befinden, schon so einen kleinen Wackelkontakt hatten. Und ja, da haben wir dann halt schon gedacht, oh nö, wieder irgendwelche Stromschwankungen oder so, wie wir das halt in der Mietswohnung drüben hatten. Kann man natürlich nicht gebrauchen, wenn man gerade so viel Geld ausgegeben hat, um die Elektrik im Haus, sag ich mal, komplett neu verlegen zu lassen. Aber naja, das ist halt der Vorteil, wenn man das mit einem Handwerker macht, dann hat man ja zur Not noch die Gewährleistung dazu. Ja, aber in dem Fall hat es einfach nur an den defekten Leuchtmitteln bzw. der defekten Lampe gelegen. Seit jetzt die neue dran ist, gibt es dort absolut keine Probleme und es läuft einfach wunderbar. Konnte mich auch überhaupt nicht satt sehen an dem Tag, wo wir dort fertig waren mit den Tapeten. Da habe ich dann auch noch, trotz dass es mir echt nicht gut ging, sieht man mir vielleicht an der Stelle hier jetzt auch gerade so nicht an, aber da habe ich dann trotzdem dort gesessen und mich darüber gefreut, eine ganze Weile und mir alles angeschaut und ja, es ist einfach toll. Toll zu sehen, wie es halt immer weiter fertig wird und ja, einfach immer schöner ist, so nach und nach. Es ist natürlich ein Haufen Arbeit noch und ja, gerade die Woche jetzt, also keine Sorge, Leute, es geht mir jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt
schon wirklich viel, viel besser. Ich habe so ein bisschen auch die Vermutung, dass dieses Krankheitsding auch so ein bisschen, ja, im Zusammenhang mit den Schmerztropfen steht, die ich genommen habe. Da sich das dann, ja, an dem zweiten Tag, wo ich die Tropfen genommen habe, so ein kleines bisschen weiter verschlechtert hat. Oder da fing es dann praktisch an. Und ja, dann war ich halt ein paar Tage so richtig außer Gefecht. Ich weiß aber nicht genau. Also ich denke mal, das waren halt so richtig Grippe-Symptome, nur dass ich halt keine Grippe hatte. Also wahrscheinlich nicht, weil Fieber hatte ich nicht. Zumindest den Fühltest, also Thermometer haben wir nicht benutzt. Naja, musste ich natürlich die Woche über wirklich viele Pausen machen. Auch das, was ihr jetzt gerade hier seht, das Austapezieren, das ist an einem anderen Tag entstanden. Also die Tapeten mit der Lampe, was ihr gerade gesehen habt, das war ein Tag. Und jetzt sehen wir hier den nächsten Tag, wo ich dann die Vorbereitungen treffe für den Tag darauf, wo dann halt die Schwiegereltern da waren. Da musste das alles so ein bisschen vorbereitet werden und da habe ich dann alle Zähne, die ich hatte, zusammengebissen und habe es dann noch fertig gemacht. Natürlich sieht man jetzt in dieser Aufnahme nicht mehr. Habe ich dann tags drauf morgens in aller Frühe um 4 Uhr früh die Nische noch gestrichen, da der Kleister relativ lange gebraucht hat, um dort zu trocknen. Und ja, dann konnten wir dort weitermachen. Also Schwiegervater und ich, wir haben dann dort von oben runter tapeziert. Und dieses ganze Gefummel hier, die ganze Eckerei, die ihr so rund um mich herum seht, die haben wir dann, oder hat Schwiegervater dann alleine gemacht. Und Schwiegermama hat dann nebenbei, das seht ihr gleich auch noch, das Gästezimmer dekoriert. Also es wird immer wohnlicher. Was natürlich hier noch fehlt, sind die braunen Stufen, die Farbe auf dem Fußboden und natürlich auch die Wandpaneele müssen noch geölt werden. Und wer genau aufpasst, sieht dort unten an der Schräge zur Treppe, Dachbodentreppe, dass dort auch noch eine Leiste fehlt. Das muss ich auch noch machen. Ja, da sieht man auch Flocke, wie sie die ganze Zeit durchs Bild trabt. Die kleine Mietz, die folgt mir einfach auf Schritt und Tritt, egal wo ich mich befinde im Haus. Da gibt es auch noch eine kleine lustige Geschichte. Und zwar bin ich mit ihr nochmal hoch auf den Dachboden gegangen und da habe ich gemerkt, dass sie einen Zugang gefunden hat hier in die Zwischendecke. Hier praktisch über mir. Da ist sie dann einfach Richtung Schräge gelaufen und ist dann in die Decke verschwunden. Und da habe ich natürlich erstmal Panik gekriegt und habe gedacht, oh, oh, nicht, dass sie dort irgendwo hängen bleibt, dann kriegen wir sie dort so schnell nicht wieder raus. Dann muss ich den ganzen Fußboden aufsägen. Ja, ist aber dann Gott sei Dank nicht so passiert. Ich habe sie dann einfach mit, ja, einem kleinen Leckerli, mit der Leckerli-Dose angelockt und dann kam sie relativ schnell und hat dann, ja, sich einfangen lassen, weil alleine kommt sie ja die Dachbodentreppe nicht runter. Ach ja. Ja, und das war im Prinzip auch schon die ganze Woche. Also ihr habt gesehen, die Schwiegereltern haben ganz schön reingehauen. Es sieht einfach fantastisch aus und es ist wunderschön wohnlich geworden. Also das Gästezimmer und der Flur, einfach ein Traum. Man fühlt sich hier einfach immer mehr und mehr wohl. Ja, trotz dass es auch so warm war die Woche über, muss man sagen. Ja, haben die beiden relativ viel geschafft. Also großes Dankeschön an der Stelle. Ja, hat man auch gerade gesehen. Deswegen sind die Hasen auch umgezogen. Die haben ja die wunderbare neue Muckibude draußen. Aber bei 38 Grad im Schatten ist das natürlich für Hasen nicht wirklich ein Wetter. Die sind halt eigentlich nachtaktiv und die mögen es halt ein bisschen kühler und ein bisschen dunkler. Und jetzt sind die halt hinten in der Moped-Werkstatt. Ja, hier sieht man auch den Hokkaido.
Das Einzige, was ich jetzt aktuell dort noch benutze, ist natürlich weiterhin die Bierfalle, aber man sieht, die Schnecken haben sich auch schon wieder ein bisschen gütlich getan. Aber ich denke, der gute Kürbis ist groß genug, dass er das wegstecken kann mittlerweile. Ja, okay, liebe Leute. Ich würde jetzt mal sagen, ich würde an der Stelle einfach jetzt mal euch allen eine wunderschöne neue Woche wünschen. Einen tollen Start in die neue Woche, einen wunderbaren Restsonntag. Und ja, ich würde sagen, nächste Woche starten wir einfach mit vollem Elan wieder durch. Mir geht's ja jetzt wieder gut und ja, da werde ich dann euch mal dann mitnehmen, wenn wir den Flur fertigstellen und ja, alles was dazugehört. Also, bis dahin, ciao, ciao.